Nett, dass du mal wieder vorbeischaust. Es geht um Carla und mich. Wir wollen zusammenziehen. Das ist ja jetzt nichts Neues. Ja, bevor unser Haus fertig ist. Wir sehen uns so wenig. Und jetzt, wo sie schwanger ist und das Penthouse steht leer. Na, Lisa ist bestimmt glücklich, mich alten Zausel nicht mehr ertragen zu müssen. Wieso? Ist irgendwas passiert? Alles in Butter. Aber für ein paar Monate noch mal umziehen? Kann ich nicht hier so lange bleiben? Von mir aus, wenn Papa nichts dagegen hat. Solange sie mir nicht auf der Nase rumtanzt. Einer muss doch auf dich aufpassen, Opa. Carla und mir wird es gut tun, wenn wir eine Weile zu zweit sind. Ich weiß doch auch, dass du dich auf das Kind gefreut hast. Aber was soll ich machen? Ich finde das nicht fair. Du bist immerhin der Vater. Herr Schneider, Hallo. hast du einen Tisch für uns? Ich hoffe, du hast das mit Lars geklärt. Für euch doch immer. Hallo. Kommt bitte mit. So, sucht euch was Schönes aus. Ich bin gleich wieder bei euch. Es ist unglaublich, dass Elisabeth jetzt auf ihrem Eigentumsrecht besteht. Aber ich kann ihre Wut auf Konstantin verstehen. Ach Kinder, lasst uns das Thema wechseln. Es reicht, wenn Elisabeth und ich uns streiten. Herr Schneider, wollen Sie sich zu uns setzen? Carla, ich kann verstehen, dass die Situation für dich nicht leicht ist. Lars, bitte. Nichts, Lars, bitte. Euer Kind ist auch mein Kind. Ich bin bereit, auf alles zu verzichten. Aber ich verzichte nicht auf mein Kind. Lars, wir hatten das doch geklärt. Carla will mich ausboten. Soll ich das einfach so hinnehmen? Ich finde es unmöglich, wie du dich hier aufführst. Susanne hat dir gerade klar gemacht, dass wir keine Einmischung wünschen. Wie bitte? Einmischung? Soll ich dir mal was sagen? Ich habe mich auf dieses Kinderding nur eingelassen, weil wir abgesprochen hatten, dass ich als Vater einbezogen werde. Sonst wärst du jetzt nicht schwanger? Müsst ihr das unbedingt hier besprechen? Im Gegensatz zu dir denke ich einzig und allein an das Kind. Du denkst bei allem nur an dich. Was ist denn hier los? Kann ich euch irgendwie helfen? Keine Sorge, die beruhigen sich gleich wieder. Schön wär's. Ich warte an der Theke. Was bitte? Glaub nicht, du könntest mit der Kleinen tun und lassen, was du willst. Als biologischer Vater habe ich auch meine Rechte. Tja, da du keinen gemeinsamen Lebenszusammenhang mit dem Kind haben wirst, wäre ich mir da nicht so sicher. Können wir das nicht irgendwann in Ruhe besprechen? Es geht mich nichts an, Herr Schneider, aber vielleicht sollte man diese Dinge erst besprechen, wenn das Baby da ist. Dann hat man doch ganz andere Probleme und ist froh, wenn wenigstens der Umgang geregelt ist. Aber jetzt, Lars, bleiben Sie bitte friedlich. Carla ist hochschwanger. Jede Aufregung Was ist... verlange ich denn? Dass ich mein Kind sehen darf. Das sollte doch eigentlich selbstverständlich sein. Ja, ich weiß auch nicht, weshalb sie sich so dagegen sperrt. Offensichtlich hat Carla sich da in etwas verrannt. Ja, das Gefühl habe ich auch. Ich will doch nur verhindern, dass das zu meinen Lasten geht. Aber manchmal ist es besser abzuwarten, bis sich die Probleme womöglich von alleine lösen. Und wenn das nicht passiert, soll ich einfach so tun, als ob das Kind nicht existiert? So, der Kamillentee wird Ihnen gut tun. Danke. Und was Lars betrifft, keine Sorge, ich will mich nicht einmischen, aber wäre Ihnen ein Vater lieber, der sich gar nicht um sein Kind kümmert? Also ein anonymer Samenspender hätte durchaus seine Vorteile. Aber genau das wollten wir eigentlich nicht. Wir haben uns damals für Lars als Vater entschieden. Und ich finde, wir sollten dazu stehen. Vielleicht haben Sie recht. Ich sollte abwarten, bis sich die Gemüter beruhigt haben. Und dann noch mal versuchen, das Thema anzuschneiden. Um eine Lösung zu finden, mit der alle leben können. Vor allem die Kleine. Um die geht es doch schließlich. Damit sie alles bekommt, um glücklich zu werden.
wenn Lars sich wirklich nur um das Kind kümmern und sich nicht ständig an dich ranmachen würde. Das tut er doch nicht. Natürlich tut er das, ich bin doch nicht blind. Wenn das Kind erst mal da ist, dann haben wir genug um die Ohren. Ich will nicht noch ständig darauf achten müssen, ob er die Finger von dir lässt. Warum konnte ich mich bloß nicht zurückhalten? Ich weiß doch, dass Carla in dem Zustand nicht besonders belastbar ist. Also sich jetzt Vorwürfe zu machen, das bringt niemandem etwas. Ja, aber ich hätte Rücksicht nehmen müssen. Hinterher ist man immer schlauer. Immerhin ging es um ihr Baby. Ich hätte auf Susanne hören und die beiden in Ruhe lassen sollen. Aber nein, ich musste ja diesen Streit vom Zaun brechen. Ja, aber wollte Susanne denn nicht, dass Sie als Vater Kontakt zu dem Kind halten? Naja, im Prinzip schon, aber ich glaube, es ist lieber, dass ich mich im Hintergrund halte. Ja, wie jetzt? Warum drückt sie sich so unklar aus? Ich weiß doch, wie wichtig ihr das war. Sie sollten der Vater des Kindes sein, kein anderer. Warum stellt sie sich jetzt dagegen? Das tut sie doch gar nicht. Jedenfalls nicht mit Absicht. Entschuldigung, aber das ist mir zu hoch. Ich meine, es ist ja nicht ihre Schuld, dass das alles so kompliziert ist. Ja, wessen Schuld ist es? Meine. Ich habe mich in Susanne verliebt. Im Moment hat Carla nur Angst, dass ich ihr Susanne wegnehme. Aber das Schlimme ist, sie hat sogar recht damit. Ich liebe Susanne. Auch wenn ich weiß, dass das verrückt ist. Halb so schlimm. Nur eine harmlose Kreislaufschwäche. Gott sei Dank, ich dachte schon, Sie würden dich hier behalten. Carla, das war alles meine Schuld. Es tut mir leid. Ich hätte nicht so stur sein dürfen. Gehen wir nach Hause? Ich habe noch einen wichtigen Termin. Schönen Abend noch. Du hast den Arzt gehört. Kein Stress, kein Koffein, keine spannenden Filme. Ab jetzt ist Ruhe angesagt. Dazu brauchst du mich nicht zu überreden. Ich leg mich hin. Bis später. Bis später, ich komme gleich nach. Endlich kannst du mit Carla zusammenziehen. Freust du dich nicht? Dafür musste ich erst bei dir ausziehen. Glaubst du, das ist mir leicht gefallen? Lars Schneider. Stimmt's? Er liebt dich. Er hat es mir gesagt. Du weißt, wie sehr ich Lars Schneider schätze. Ich hätte mir einmal gut vorstellen können, ihn als Schwiegersohn zu haben. Aber heute denke ich, du kannst es Carla nicht antun. Du hast recht. Ich glaube, es ist besser, wenn ich Lars bis zur Geburt nicht wiedersehe. Ich muss für Carla da sein. Alles andere würde mich nur ablenken. Ihr werdet ein wunderbares Baby bekommen. Und glaubt mir, danach wird alles einfacher. Nein, Papa. Lars hat sich nicht mehr bei uns gemeldet. Und wie lebt es sich so in einem Penthouse? Carla und mir tut es wirklich sehr gut, mehr Zeit füreinander zu haben. Mit dem Baby alles in Ordnung? Mach dir keine Sorgen, Carla kann sogar schon wieder arbeiten. Und? Wie geht's Lisa und dir? Oh, Lisa hat mich gut im Griff. Weiß doch, ich war schon immer für eine Überraschung gut. Wenn Sie so freundlich wären, Ach, ich muss Schluss machen. Ja, schönen Tag das wäre angebracht. Bis dann. Sorry, da bin ich wieder. Kann sich nur noch um Stunden handeln, bis ich hier vom Fleck komme. Wo soll's hingehen? Moment. Süße, wo bist du denn gerade? Ja, natürlich will ich dich gleich sehen. Fürstenplatz. Wo ist das nochmal? Ich weiß, wo der Fürstenplatz ist. Steigen Sie bitte ein. Ich dachte immer, die Dienstleistungswüste Deutschland sei nur ein Gerücht. Naja, ich war schon lange nicht mehr hier. Zu spät. Trinkgeld sparen ist ja eigentlich nicht mein Hobby. Ach, das erkläre ich dir später. Aber jetzt erzähl doch mal.
ich habe noch ein Hotelzimmer bekommen. Trotz Messe war ein Geheimtipp aus dem Internet. Ich weiß nicht. Plötzlich wollte ich dich unbedingt sehen. Ich freue mich auch. Bis gleich, Süße. 4189 Transfer 61 Schulteil, Ecke Wiedermann. Geht das hier irgendwann mal weiter? An mir liegt's nicht. Wieso ziehen Sie nicht einfach vorbei oder sehen Sie hier irgendwo Gegenverkehr? Ja klar, und dann riskiere ich gleich meinen Führerschein. Ich brauche ihn ja auch nicht wirklich. Sie hätten schon früher links abbiegen sollen. Dann hätten wir die Baustelle umfahren. Um voll in den Nachmittagsverkehr zu kommen? Nee. Diese Strecke ist trotz Baustelle die schnellste. Wenn Sie das sagen. Sie können gerne jederzeit einen meiner Kollegen fragen. Müller ein Lokal. Gute Idee. Ich bin überzeugt, Ihre Kollegen sind flexibler als Sie. Was? Wie bitte? Du hast Lars Schneider auf die Mailbox gesprochen? Sag mal, bist du total... Ich habe mich wohl verwählt. Ich war in Panik. Ist dir klar, was das bedeutet? Ja, deshalb bin ich ja jetzt im Krankenhaus und suche Lars. Ja, kleinen Moment mal bitte. Das muss heute noch raus und liebe Grüße von Vater. Er ist stolz auf uns. Nathalie, hör zu. Susanne. Wer ist Susanne? Friederike? Ich glaub's nicht. Hallo. Oh, komm her, meine Süße. Mensch, Schätzchen, ich freue mich so. Herrgott, nochmal. Geht das vielleicht ein bisschen leise? Ansgar, erinnerst du dich noch an Friederike? Ja, toll. Immer noch der alte Stinkstiefel, was? Du siehst umwerfend aus. Und du bist... Nein. Doch? Aber wie... Keine Sorge, ich bin nicht hetero geworden. Ach Mensch, es gibt so viel zu erzählen. Komm hier, lass dich noch mal drücken. Oh. Da lässt man dich mal ein paar Jahre aus den Augen und schon bist du schwanger. Susanne, du kommst genau richtig. Darf ich dir eine alte Studienfreundin von mir vorstellen? Friederike von Traunitz. Das ist Susanne Brandner. Meine Frau. Meine Ehefrau. Ganz nett, aber warum du Königsbrunn dafür aufgegeben hast, verstehe ich nicht. Das hat familiäre Gründe. Verstehe. Kannst du dich noch an die Aussicht von meiner Dachterrasse erinnern? Natürlich. Ach, Friederike hat eine traumhafte Wohnung in Paris. Oder hast du die noch? Klar. Wenn ich daran denke, wie wir früher die Nächte durchgemacht haben. Ja. Wir haben zusammen an der Sorbonne studiert. Von Studieren konnte keine Rede sein. Erinnerst du dich noch an unser Motto? Die Kunst ist lang. Natürlich, und das Leben ist kurz. Susanne, lass uns heute noch ausgehen. Ich wollte eigentlich Lisa und Papa besuchen. Ja, wenigstens zum Essen in Schneiders. Ihr habt euch doch so viel zu erzählen. Ich möchte gern, dass du Friederike besser kennenlernst. Von mir aus. Schön. Gut, dann muss ich noch schnell einen Termin absagen. Bin gleich wieder da. Sie wollen sich doch bestimmt noch umziehen, oder? Unser Start war alles andere als gelungen. Wir müssen ja nicht gleich dicke Freundin werden. Vielleicht sollten wir einfach von vorne anfangen. Carla zuliebe. Ich bin Susanne. Friederike, Erwarten Sie noch jemanden? Ja, meine Frau kommt gleich nach. wenn sie einen Parkplatz findet. Praktisch ist das hier schon. Du hast Ehefrau und Chauffeur in einem. Ich bin gleich wieder da. Die Kleine drückt schon wieder. Ach, du Arme. Madeleine,
Bonjour, meine Liebe. Ja, Carla geht's gut. Wusstest du, dass sie schwanger ist? Ich auch nicht. Aber das ist noch nicht alles. Sie hat geheiratet. Ja, eine Taxifahrerin. Na, wenn ich's dir doch sage. Keine Ahnung, was Carla an der findet. Eine richtige Dieseldeig. Auf unser Wiedersehen. Und auf deine nette Frau. Danke. Das ist Lisa hier. Entschuldigt bitte. Hallo, Lisa. Hallo, wolltest du heute Abend nicht vorbeikommen? Carla hat überraschend Besuch von einer alten Freundin bekommen. Und die kannst du nicht leiden, stimmt's? Kommst du darauf? Ich höre das an deiner Stimme. Wenn du es nicht mehr aushältst, komm einfach nach Hause. Du spinnst. Carlas Freundin ist sehr nett. Ich muss jetzt Schluss machen, ja? Bis dann, tschüss. Carla. Susanne, entschuldige, dass ich dich unterbreche, aber ich habe Frederike gerade vorgeschlagen, dass sie bei uns im Gästezimmer übernachten kann. Was? Ich habe das Hotelzimmer abgesagt. War kein Problem. Du hast doch nichts dagegen, oder? Warum sollte ich?